Hallo und herzlich willkommen zu einem digitalen Quick-Tipp. Mein Name ist Arno Burger. Im letzten Video hatte ich euch gezeigt, wie ihr das Layout von Folien ganz einfach anwenden könnt. Und es hat viele Vorteile. Einer ist zum Beispiel, dass das Zurücksetzen von Folien, bei denen, ich sag mal, wild rumformatiert worden ist, sehr einfach ist. Nämlich, ich habe hier so eine Folie. Diese Folie hat auch schon ein Layout. Und wenn ich jetzt auf den Knopf Zurücksetzen klicke, dann wird die Folie auf den Standard dieses Foliensatzes zurückgesetzt. Wenn ich jetzt allerdings eine Folie habe, die als Layout zum Beispiel leer hat und ich sehe sowas immer noch relativ häufig, dann funktioniert das Zurücksetzen nicht. Dann muss ich eigentlich diese ganze Folie umbauen, damit sie wieder dem Standard entspricht. Und das zeige ich euch jetzt. Aus meiner Sicht funktioniert das am einfachsten, wenn ihr eine neue Folie anlegt, die genau das Layout hat, das ihr verwenden wollt. Und dann in die alte Folie geht, aus der alten Folie zum Beispiel die Grafik markiert, kopiert, in die neue Folie geht, dort den Platzhalter für die Grafik markiert und dann mit STRG V hier einfügt. Dann wird die Grafik genau die entsprechende Größe haben. Das zweite ist, ihr nehmt den Text, da klicke ich zum Beispiel hier in den Text, drücke STRG A, damit der ganze Text markiert ist, kopiere den mit STRG C, gehe in die Folie, in der ich standardisieren möchte, sodass das Layout wieder passt, drücke hier STRG V und dann werdet ihr sehen, dass erstmal noch nicht der richtige Effekt rauskommt. Ihr klickt dann noch hier unten auf Steuerung und wählt hier das letzte Symbol, nämlich nur den Text übernehmen und damit habt ihr auch den Standard. Und das mache ich jetzt noch mit der Überschrift. Markieren, STRG A, kopieren, in die neue Folie gehen. Ich könnte jetzt auch hier mit einem Rechtsklick einfügen, direkt als nur den Text übernehmen einfügen. Dann muss ich nicht nachher noch auf das Steuerungssymbol und vielleicht ist hier noch eine überschüssige Absatzmarke hier drin. Dann kann ich die noch löschen und dann passt es perfekt. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Dann hinterlasst mir gerne einen Daumen hoch oder abonniert den Kanal oder am besten ihr empfehlt den Kanal und das Video weiter. Ich wünsche euch viel Spaß beim Anwenden und Ausprobieren und bis zum nächsten Video. Ciao, euer Arno.